So, wir stehen hier an unserer 25 Meter langen Teststrecke für die Brücke, die rüber nach Südamerika führt. Wie ihr ja schon mitgekriegt habt, letztes Mal hat die eine Steigung von 3%. Das haben wir hier immer nachgebaut, damit wir die Züge besser testen können. Es sollen Hochgeschwindigkeitszüge werden. Dementsprechend haben wir letztes Mal ja schon mal getestet, TGW und auch den ICE, den Vierer. Die sind uns aber leider zu langsam. Dementsprechend fange ich jetzt an, Züge zu tunen, dass sie halt schneller fahren. Das nächste wäre jetzt erstmal Züge rauszusuchen, die in Frage kommen würden, und genau, dann würde ich damit anfangen, die halt umzubauen. So, ich habe mich jetzt für den TGW entschieden, da der von der Größe her eigentlich perfekt ist, was ich von außen sehen kann bis jetzt. Werde ich natürlich sehen, wenn ich ihn aufgemacht habe und reingeguckt habe, wie es mit der Größe ist, dass die Motoren auch wirklich reinpassen. Was hier halt der Vorteil ist, sie hat vorne keine Fenster in der Trieblok, so dass man später den Umbau da drin nicht sieht. Das wäre ein bisschen blöde, neuer Motor rein und dann sieht man das alles. Dementsprechend ist das halt ideal. Zum Beispiel beim ICE hätte man das nicht bei den neueren Varianten. Dementsprechend bin ich mit der Lok, so wie sie jetzt gerade ist, echt zufrieden. Jetzt gerade stehen wir hier auf der neuen Brücke, die die beiden neuen Gebäude verbinden, und zwar sozusagen das Bestandswunderland, nenne ich es jetzt mal, mit dann den neuen Abschnitt Südamerika mit unseren neuen Flächen. Die beiden Gebäude sind unterschiedlich hoch, dementsprechend haben wir hier ein Gefälle drin oder eine Steigung, aus welcher Richtung man da sieht, ist ja egal. Und das, was wir halt hier oben machen, ist ja das, was wir schon gesagt haben, dass wir versuchen halt diese Steigung auszugleichen, dass die Züge das schaffen und halt schnell fahren. Und das ist halt für diese Brücke hier, wo wir gerade drauf stehen. Und ich finde die echt faszinierend, die Brücke, auch wenn man die von draußen sieht oder drauf steht. Das wird auch so ein Highlight, so ein Hingucker für die Gäste, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe jetzt bei dem Zug den Deckel abgenommen, sodass man das Innere sehen kann des Zuges. Unter anderem ist hier noch verbaut die Originalplatine, der Motor und alles. Das brauche ich alles nicht. Das heißt, das werde ich als nächsten Schritt jetzt gleich ausbauen, dass ich möglichst viel Platz halt im Zug habe, um dann einen neuen Motor unterzubringen, meine neue Technik unterzubringen. Der Rest würde mich jetzt einfach nur stören. So, gestern habt ihr ja gesehen, wie ich den Zug auseinandergenommen habe. Jetzt haben wir hier von dem Zug halt nur noch das Chassis. Mehr halt nicht, alles andere ist ausgebaut. Die Getriebe sind hier, der alte Motor, und das wird der neue Motor sein, den wir halt einbauen. Bevor ich diesen Schritt halt machen kann, muss ich erstmal hier unten ein bisschen was vom Boden rausfräsen, weil der neue Motor passt da nicht rein, weil er natürlich größer ist. Und das würde ich jetzt machen. Das Umbauen der Züge, was ich gerade mache, ist halt jetzt erst ein grober Test und nachher daraus einen Zug zu bauen, der ein Dauertest funktioniert, haben wir ja im Moment auch auf der normalen Anlage, weil man darf nicht vergessen, dass die Züge ist halt Kinderspielzeug. Das ist halt eigentlich nicht für den Dauerbetrieb geeignet, den wir hier haben. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel diese Abkühlzeiten der Züge, das heißt, sie fahren in den Schattenbahnhof, bleiben erstmal stehen, kühlen sich ab. Und wenn sie dann kühl sind oder der nächste Zug reingefahren ist, fahren sie wieder raus. Das gleiche kommt uns hier halt auch zugute. I'm going up, I'm a man on a mission with no missions and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. Wie ihr gerade im Zeitraffer gesehen habt, habe ich den Zug jetzt fertig umgebaut. Ich habe die neuen Colorwellen eingebaut, besser gesagt die alten umgebaut, dass ich sie für den neuen Motor benutzen kann. Musste dafür mir neue Buchsen drehen
und habe mir weiter einen Waggon gebaut, wo dann der Fahrtenregler für den Motor drauf ist und der Signalempfänger gleich für die Fernbedienung, weil wir erstmal nur mit Fernbedienung fahren. Wenn wir das dann umgebaut haben, irgendwann und uns entschieden haben, diesen Motor zu nehmen, dann werden wir uns überlegen, wie wir das Signal in den Fahrtenregler reinbekommen, unser DCC-Signal, um halt zu fahren. Das brauche ich jetzt noch nicht, es geht jetzt erstmal darum, eine Testfahrt zu machen. Im Moment ist das Schwierige, diesen Zug umzubauen, einfach, dass die eingebauten Getriebe, die da drin sind, einfach nicht für diese Last und auch für die Geschwindigkeiten ausgelegt sind. Wir können zwar Motoren einbauen, die halt eine viel höhere Drehzahl haben. Nachteil ist natürlich, dass dann uns irgendwann die Getriebe auseinanderfetzen. Ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Ob wir komplett selber Getriebe konstruieren oder uns welche bauen lassen, da sind wir gerade noch in der Findungsphase. Jetzt sind wir hier oben bei unserer Teststrecke angekommen. Mit unserem Zug und unserer Steuerung. Wir werden halt gleich einmal Testfahrten machen, fangen dann erstmal ganz langsam an, mit umgerechnet 50 km/h würde ich schätzen, in 1:87. Es kann sein, dass mir auch gleich sofort das Getriebe um die Ohren fliegt, weil das halt für eigentlich diese Kräfte von diesem Motor gar nicht ausgelegt ist. Ich hoffe das Beste und werde gleich mal losfahren. Cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now, baby, watch out now. Watch out. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions and I'm looking for love. Wie ihr gesehen habt, hat der Versuch super geklappt. Wir sind 800 km/h umgerechnet gefahren. Mir ist nichts um die Ohren geflogen. Getriebe sind heil geblieben, Kaderwellen auch. 600 wollte ich schaffen. Mit 800 bin ich natürlich drüber, was natürlich super ist. Was für später auch sehr gut ist, wir müssen das System nicht mehr ans Maximum fahren. Wir können halt ein bisschen drunter bleiben. Das schont halt die ganzen Bauteile, den Motor und ähnliches. Auch das Anfahren mit den Stufen hat sehr gut geklappt. Man kann natürlich wie im Original nicht einfach sagen, Hebel auf den Tisch und wir fahren sofort 100%, sondern es ist wie beim Auto oder bei einer Lok halt auch, wir beschleunigen langsam hoch, haben unsere Endgeschwindigkeit und irgendwann fangen wir wieder an zu bremsen. Das wollen wir natürlich wie im Original natürlich auch nachstellen. Das tun wir hier eigentlich sehr gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich ist es ein sehr spannendes Projekt gewesen und ich freue mich auf weitere und hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein.